Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deutsch lernen. Hallo, auch von mir. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und mit uns lernst. Heute ist schon Tag 45, wow. Wir lernen jeden Tag 15 neue Wörter, das ist wirklich toll und du machst da super Fortschritte. Absolut. Bis Tag 60 bleiben wir ja zusammen auf Niveau A2. Das ist eine gute Basis. Mhm. Und danach gehen wir gemeinsam auf das nächste Level, B1. Das wird spannend. Und denk dran, du kannst auch die Shadowing-Technik benutzen, das hilft wirklich enorm, also ehrlich. Ja, Das heißt, wiederhole die Sätze laut nach uns, sprich einfach mit. Wiederholung ist echt der Schlüssel beim Sprachenlernen. genau. Wir lassen dir nach den Beispielsätzen auch immer einen kleinen Moment Zeit dafür, gell? Ja, das machen wir. Das Thema für heute passt gut zur Energie, die wir gerade spüren, finde ich. Es geht um Grundwortschatz Sport. Ah, Sport, super Thema. Ja, das ist ein Thema, das viele interessiert und im Alltag oft vorkommt. Speziell für dich auf Niveau A2 haben wir 15 wichtige Wörter ausgesucht. Und wir helfen dir, sie zu verstehen und natürlich auch anzuwenden. Genau. Und damit die Wörter nicht nur Theorie bleiben, haben wir am Ende was Besonderes für dich vorbereitet. Stimmt. Wenn wir alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, erzählen wir dir eine kleine Alltagsgeschichte. Genau, und darin kommen dann alle neuen Wörter vor. So siehst du, wie sie im Zusammenhang funktionieren. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, es lohnt sich wirklich. Gut, dann lass uns direkt starten. Das erste Wort ist ein Ort, den viele mit Sport verbinden. Ein Nomen ist das. Richtig. Unser erstes Wort ist das Stadion. Auf Englisch bedeutet das Stadium. Ah ja, das Stadion, also ein meistens sehr großer Platz, oft draußen, mit vielen Sitzplätzen für Zuschauer. Genau, man kann dort Sportveranstaltungen wie Fußball oder Leichtathletik ansehen. Stell dir die Atmosphäre vor. Viele Leute zusammen. Ein einfacher Satz dazu wäre, wir gehen ins Stadion und sehen ein Fußballspiel. Ja. Versuch mal nachzusprechen. Wir gehen ins Stadion und sehen ein Fußballspiel. Sehr gut. Im Stadion, besonders bei Mannschaftssportarten wie Fußball, da gibt es eine wichtige Person, die aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden. Wer ist das denn? Ah, das ist der Schiedsrichter. Oder natürlich auch die Schiedsrichterin, klar. Stimmt. Auf Englisch sagt man Referee. Diese Person leitet das Spiel, pfeift bei Fouls und trifft eben Entscheidungen. Muss neutral sein. Ganz genau. Ein Beispielsatz. Der Schiedsrichter passt auf, dass alle fair spielen. Mhm. Und jetzt du? Der Schiedsrichter passt auf, dass alle fair spielen. Und wenn Sportlerinnen oder Sportler bei einem großen Turnier gewinnen, so bei Olympia zum Beispiel, was bekommen die dann oft als Auszeichnung? So um den Hals. Ah, eine tolle Belohnung. Das ist die Medaille. Auf Englisch heißt das Medal. Genau, die Medaille. Die gibt's meistens in Gold für den ersten Platz, Silber für den zweiten und Bronze für den dritten. Die sind halt ein Symbol für den Erfolg. Stimmt. Ein Satz dazu könnte sein, die Gewinner bekommen eine goldene Medaille. Ja, sprich uns nach. Die Gewinner bekommen eine goldene Medaille. Super. Bleiben wir mal beim Fußball oder Handball. Was ist denn das Ziel? Also, wohin muss der Ball, damit man einen Punkt macht? Das ist das Tor. Ein ganz wichtiges Wort im Sport. Mhm. Auf Englisch kann Tor ja beides heißen. Goal im Sport. Oder Gate, wie beim Garten, ja? Genau. Hier meinen wir natürlich Goal. Oft so ein Netz zwischen zwei Pfosten. Ja, und wenn der Ball drin ist die Freude riesig. Man könnte rufen, der Ball ist im Tor. Ein Punkt für unsere Mannschaft. Super. Und jetzt zum Nachsprechen. Der Ball ist im Tor, ein Punkt für unsere Mannschaft. Klasse. Wenn jetzt viele Sportler oder Teams zusammenkommen, um gegeneinander anzutreten und herauszufinden, wer der Beste ist, wie nennt man so eine Veranstaltung? Das ist dann der Wettkampf. Auf Englisch Competition oder Contest. Ah, der Wettkampf. Ja, das kann ein einzelnes Spiel sein, ein Turnier oder eben auch ein Leichtathletik-Meeting. Man misst seine Leistung mit anderen. Genau. Zum Beispiel. Am Samstag ist ein großer Schwimmwettkampf. Wiederhole den Satz. Am Samstag ist ein großer Schwimmwettkampf. Gut gemacht. So, jetzt haben wir 5 Nomen kennengelernt. Stimmt.
Kommen wir nun zu einigen Verben, also Tätigkeitswörtern, die im Sport echt unverzichtbar sind. Ohne diese Aktionen gäbe es ja keinen Sport. Ja, total. Das erste Verb ist sehr zentral, wenn man besser werden will. Trainieren. Trainieren? Auf Englisch to train. Das bedeutet, ja, regelmäßig zu üben, um seine Fähigkeiten zu verbessern oder fit zu bleiben. Und die Perfektform ist? Hat trainiert. Ganz regelmäßig. Okay, hat trainiert. Wer Erfolg haben will, muss üben. Ein Beispielsatz. Ich muss viel trainieren, wenn ich gewinnen will. Sprich uns nach. Ich muss viel trainieren, wenn ich gewinnen will. Sehr gut. Und was tun die Sportler oder Mannschaften direkt im Wettkampf, wenn sie wirklich alles geben, um zu gewinnen oder ein Ziel zu erreichen? Sie strengen sich maximal an. Sie kämpfen. Genau. Auf Englisch kann das to fight oder to compete bedeuten. Im sportlichen Kontext heißt es meistens to compete, also sich mit vollem Einsatz durchsetzen. Natürlich, im Rahmen der Regeln, klar. Logisch. Das Perfekt ist, hat gekämpft. Hat gekämpft, gut. Genau. Es geht um den Einsatz und den Willen. Zum Beispiel, die Mannschaften kämpfen um den Sieg. Und jetzt du. Die Mannschaften kämpfen um den Sieg. Perfekt. Ein weiteres wichtiges Verb, denken wir mal an Basketball, Handball oder auch Speerwurf in der Leichtathletik. Was macht man da mit dem Ball oder dem Speer? Man muss ihn werfen. Auf Englisch to throw. Ah ja, werfen? Das ist eine grundlegende Bewegung in vielen Sportarten. Das Perfekt von werfen ist aber unregelmäßig. Stimmt. Das ist hat geworfen. Genau, hat geworfen. Gut gemerkt. Ein einfacher Satz dazu. Beim Basketball muss man den Ball werfen. Sprich es nach. Beim Basketball muss man den Ball werfen. Super. Und noch eine grundlegende Bewegung. Was machen zum Beispiel Hochspringer oder Weitspringer? Oder Turnerinnen am Sprungtisch? Oder einfach Kinder beim Spielen? Sie springen. Auf Englisch to jump. Springen. Das kann hoch sein, weit oder einfach nur zum Spaß. Aber Achtung bei der Perfektform. Ja. Die wird mit sein gebildet. Ist gesprungen. A stimmt, ist gesprungen, weil es eine Bewegung von A nach B ist, richtig. Ganz genau. Ein Beispiel. Sie kann sehr hoch springen. Und jetzt du zum Nachsprechen. Sie kann sehr hoch springen. Und wenn dann die eigene Mannschaft das entscheidende Tor schießt oder die Lieblingssportlerin die Goldmedaille gewinnt, was machen die Fans im Stadion oder zu Hause vom Fernseher? Sie zeigen ihre Freude, aber wie? Sie jubeln, auf Englisch to cheer. Ja, jubeln. Das ist ein Ausdruck großer Freude und Begeisterung. Oft laut mit Rufen, Klatschen, Winken. Das Perfekt ist regelmäßig. Hat gejubelt. Hat gejubelt, ein schönes Wort, finde ich. Zum Beispiel, die Fans jubeln laut, als das Tor fällt. Sprich uns nach. Die Fans jubeln laut, als das Tor fällt. Fantastisch. Das waren jetzt schon 10 Wörter, 5 Nomen und 5 Verben. Super gemacht bis hierhin. Ja, echt klasse. Bevor wir jetzt zu den letzten 5 Wörtern kommen, das sind Adjektive, eine kleine Anmerkung von uns. Stimmt. Wenn dir diese Folge hier gefällt, wenn dir die Erklärungen helfen und du Lust auf mehr hast, dann unterstütz uns doch bitte. Ja, das wäre toll. Abonniere unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns wirklich sehr und hilft auch anderen Deutschlernern, uns zu finden. Genau. Wir freuen uns wirklich über jede Unterstützung. So, jetzt aber zu den letzten 5 Wörtern für heute. Das sind Adjektive, also Eigenschaftswörter. Die beschreiben, wie etwas oder jemand ist. Sehr nützlich, um über Sport zu sprechen. Absolut. Das erste Adjektiv beschreibt, wie man sich oft nach dem Sport fühlt oder wie das Training war. Ah, ich ahne es. Anstrengend. Genau, anstrengend. Auf Englisch exhausting oder strenuous. Ja, wenn etwas anstrengend ist, braucht man viel Kraft, viel Energie und danach ist man müde. Ja, das kennt wohl jeder, der Sport treibt. Ein Beispiel. Nach dem Laufen bin ich müde. Das war anstrengend. Jetzt du. Nach dem Laufen bin ich müde. Das war anstrengend. Gut. Und wenn das ganze anstrengende Training sich dann auszahlt, ja, man erreicht seine Ziele, gewinnt einen Wettkampf, holt eine Medaille. Wie ist man dann? Dann ist man erfolgreich. Auf Englisch successful. Erfolgreich.
Erfolgreich zu sein bedeutet, dass man das erreicht hat, was man wollte. Man hatte Erfolg. Genau. Ein schönes Gefühl. Zum Beispiel, sie ist eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Sprich den Satz nach. Sie ist eine sehr erfolgreiche Sportlerin. Um erfolgreich zu sein, braucht man aber nicht nur Talent und Training, man braucht auch diesen inneren Antrieb, diesen Wunsch, es zu schaffen. Wie nennt man diese Eigenschaft? Man muss motiviert sein. Auf Englisch motivated. Ah ja, motiviert. Wenn jemand motiviert ist, hat er einen starken Willen und ein klares Ziel vor Augen. Das treibt ihn an, weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig wird. Das ist wirklich wichtig, nicht nur im Sport, oder? Nee, überall eigentlich. Ein Beispiel. Er ist sehr motiviert und trainiert jeden Tag. Und nun du. Er ist sehr motiviert und trainiert jeden Tag. Sehr gut. Eng damit verbunden ist eine weitere Eigenschaft. Die ist besonders bei Leistungssportlern wichtig. Die müssen sich ja an Pläne halten, auf vieles verzichten, sehr konsequent sein. Ja, das stimmt. Das ist diszipliniert. Auf Englisch disciplined. Genau, diszipliniert. Diszipliniert sein bedeutet, Selbstkontrolle zu haben, Regeln zu befolgen und seine Aufgaben konsequent zu erledigen, auch wenn man mal keine Lust hat. Ja, ohne Disziplin geht es im Leistungssport kaum. Ein Satz dazu. Gute Sportler sind oft sehr diszipliniert. Sprich nach. Gute Sportler sind oft sehr diszipliniert. Und unser letztes Wort für heute. Denken wir mal an Mannschaftssportarten. Fußball, Volleyball, Hockey. Da spielt man ja nicht allein, sondern im Team. Mhm. Welche Eigenschaft ist da besonders wichtig? Man muss teamfähig sein. Auf Englisch cooperative oder able to work in a team. Teamfähig, klar. Teamfähig bedeutet, dass man gut mit anderen zusammenarbeiten kann, sich in eine Gruppe einfügt und zum gemeinsamen Erfolg beiträgt. Absolut essentiell für Teamsport. Unser letzter Beispielsatz. Im Fußball muss man teamfähig sein. Und jetzt dein letzter Satz zum Nachsprechen für heute. Im Fußball muss man teamfähig sein. Puh, geschafft. Das waren unsere 15 Wörter zum Thema Sport für heute. Super. Lass uns sie kurz wiederholen. Das Stadion, der Schiedsrichter, die Medaille, das Tor, der Wettkampf. Trainieren, kämpfen, werfen, springen, jubeln. Anstrengend, erfolgreich, motiviert, diszipliniert und teamfähig. Toll. Super, du hast toll mitgemacht. Das waren die 15 Wörter. Und wie versprochen, hör jetzt gut zu. Wir erzählen dir eine kleine Geschichte, in der alle diese Wörter vorkommen. Genau. Achte mal darauf, ob du sie erkennst. Also, stell dir vor, letztes Wochenende war ein großer Leichtathletik-Wettkampf. Hochspringen. Oder den Diskus weit werfen. Das sah echt beeindruckend aus. Man konnte sehen, wie anstrengend das für sie war, aber alle Athleten wirkten extrem motiviert. Und sehr diszipliniert, ja. Sie wollten unbedingt ihr Bestes geben. Ja, man merkt, dass sie das ganze Jahr über hart trainieren, um bei so einem Wettkampf erfolgreich zu sein. Klar, viele träumen davon, eine Medaille zu gewinnen. Gleichzeitig fand auf dem Fußballplatz neben dem Stadion ein Jugendturnier statt. Die jungen Spieler mussten sehr teamfähig sein, um zusammenzuspielen. Und wie die gekämpft haben. Sie rannten und kämpften um jedes Tor. Der Schiedsrichter hatte echt viel zu tun, aber er sorgte dafür, dass alles fair blieb. Und jedes Mal, wenn ein Tor fiel, konnte man die Fans laut jubeln hören. Ja, das war ein richtig aufregender Sporttag. Hast du alle Wörter wieder erkannt? Bestimmt. Ich denke auch. Das war ein gutes Beispiel, wie die Wörter im echten Leben zusammen verwendet werden. Genau. Jetzt bist aber du dran. Übung macht ja bekanntlich den Meister. Stimmt. Schreibt doch bitte eure eigenen Sätze mit diesen neuen Wörtern in die Kommentare hier. Wir sind gespannt auf eure Beispiele und lesen sie gerne. Und wenn dir diese Art zu lernen gefällt, dann abonniert doch unseren Kanal, damit du keine Folge verpasst. Ja, bitte. Und wenn dir diese Folge besonders gut gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und motiviert uns natürlich auch. Genau. So ist es. Und bleib neugierig, denn morgen geht es schon weiter mit einem anderen wichtigen Alltagsthema. Wetter und Jahreszeiten. Oh ja, ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen über wichtige Worte rund um Sonne, Regen, Schnee und die 4 Jahreszeiten. Das brauchst du wirklich jeden Tag. Also sei unbedingt wieder dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis morgen. Tschüss und viel Spaß beim Weiterlernen.